Film. Der Weltraum, unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer der Sternenflotte. Blitzspezial zeigt Geheimnisse, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Aus dem Logbuch der Zukunft. Sternzeit 020598. Hier ist Blitzspezial. Blitzspezial am Samstag. Schönen guten Abend. Wir möchten mit Ihnen heute eine Reise quer durch die Welt von Star Trek machen. Und womit könnte man besser durch Raum und Zeit wandern, wenn nicht mit einem Schiff der Föderation? Sie befinden sich mit mir an Bord der USS Voyager. Doch der Weg hierher war weit, denn als 1964 die Dreharbeiten zum ersten Star Trek-Film begannen, ahnte niemand, dass dies eine, wenn man so will, intergalaktische Revolution auslösen würde. Es ist absolut harmlos. Wollen wir? Aber natürlich. Bitte fühlen Sie sich wie zu Hause. Das hier ist nur eine weitere Episode der Geschichte. Das ist ja ein herrlicher Auftrag. (1966) trat die erste Star Trek-Generation ihren Weg durch die unendlichen Weiten an. Die Crew um Captain James T. Kirk, Pille und Mr. Spock begründete den Mythos der Science-Fiction-Saga. Bis 1969 suchten sie in 79 Folgen nach fremden Welten und unbekannten Lebensformen. Es war nur ein kleines Witzchen, Sir. Aber ein ziemlich kleines. Na, Mr. Spock, dann erheitern Sie uns mal mit Ihrem Bericht. Der große Durchbruch gelingt der Serie aber erst, als sie in den 70er Jahren mehrfach wiederholt wird. Feuer! 10 Jahre mussten die Star Trek-Fans warten, bis 1979 endlich der erste Kinofilm entstand. In Star Trek, der Film, musste sich die Besatzung der Enterprise mit einem Maschinenplaneten auseinandersetzen, der die Erde bedroht. Ausweichmann über Steuerbord! 3 Jahre später Star Trek 2, der Zorn des Khan. Für diesen Film lieferte erstmals George Lucas die Spezialeffekte. Der Widerruf! Feuer! Am Ende dieser Folge stirbt Mr. Spock bei dem Versuch, die Enterprise zu retten. Spock, kommen Sie da raus! Die Trauer um den verlorenen Freund ist groß. Doch schon bald werden sie erfahren, dass der Vulkanier noch zu retten ist. (1984) kommt Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Kirk und die Mannschaft geraten in schwere Kämpfe mit den verfeindeten Klingonen. Die Enterprise geht verloren. Und Kirk und Co. gelten als fahnenflüchtig. Doch am Ende gewinnen sie ihren Freund zurück und erleben in 3 weiteren Kinofilmen neue Abenteuer. Los, raus da! Dieser gottverdammte grünblütige Hundesohn. Das ist eine üble Rache für all die Debatten, die er verloren hat. Am liebsten würde ich Sie in den Arsch treten. Wenn Sie glauben, dass das hilft. Soll ich ihn festhalten? Du hältst dich da raus. Feuer! Im 7. Star Trek-Film von 1994 stirbt der legendäre Captain Kirk im Kampf für seine Ideale. Haben wir etwas bewegt? Oh ja, wir haben etwas bewegt. In Treffen der Generationen wird der Wechsel auf der Brücke vollzogen. Hier ist Captain Picard von der Enterprise. Ich übernehme das Kommando der Flotte. 1997 kam der 8. Star Trek-Film, der erste Kontakt in die deutschen Kinos. Es war der erfolgreichste Star Trek-Film aller Zeiten. Er spielte über 250 Millionen Mark ein. 1986 wurde eine neue Fernsehserie produziert. Jean-Luc Picard wurde auch in Das nächste Jahrhundert der neue Kapitän der Enterprise. In dieser zweiten Generation liegt der Schwerpunkt viel mehr auf dem Privatleben der Besatzung. Ich bin Locutus, ein Wort.
Erstmalig steht hier mit Data ein Android als Offizier auf der Brücke. Ein Roboter, der am liebsten ein Mensch wäre. Mir gefällt besonders an Star Trek die großartige Toleranz gegenüber allem, was fremd ist. Menschen und andere Wesen werden als gleich angesehen. Sie alle haben das Recht, so zu leben, wie sie möchten. 1993 kam die Raumstation Deep Space Nine auf unseren Schirm. Ja? Wer sind denn Sie zum Teufel? Ich bin Benjamin Sisko. Und die Cardassianer sind ihre Feinde. Das Konzept von Deep Space Nine mit einer unbeweglichen Raumstation war am Anfang bei den Fans nicht unumstritten. Doch mittlerweile ist die Serie in der 6. Saison und ein großer Erfolg. Neu in der Crew sind unter anderem der Gestaltwandler Odo als Sicherheitschef der Station und der Trill Jadzia Dax. Sie ist bereits über 300 Jahre alt. Ich bin ein Mensch, der gleichzeitig auch ein Symbiont ist. Ein Symbiont hat schon in 7 verschiedenen Körpern gelebt. Ich habe alle Erinnerungen dieser 7 Persönlichkeiten in mir. Deshalb kann man sagen, dass ich eigentlich 7 Rollen spiele. 1995 startete die Voyager in die 4. Star Trek-Serie. Das Schiff gerät in ein Wurmloch und findet sich plötzlich 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernt wieder. Um zurückzukommen, braucht die Voyager 70 Jahre. Jetzt! Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze der Mannschaft. Feuer! Captain Janeway versucht, die Voyager durch alle Gefahren des unbekannten Delta-Quadranten wieder nach Hause zu führen. Niemand redet hier über mein Geschlecht oder meine persönlichen Probleme. Das spielt hier keine Rolle. Was zählt, das ist meine Fähigkeit, Befehle zu erteilen. Das ist sehr befreiend und auch sehr aufregend. Am 9. Mai startet wieder eine neue Staffel aus der Star Trek-Reihe. Deep Space Nine, immer samstags 16 Uhr in Sat.1. Beamen, das Wunder aus dem Transporterraum. Von einem Ort zum anderen, ohne einen Schritt zu laufen. Kann dieser Traum Wirklichkeit werden? In Innsbruck proben Wissenschaftler das Unmögliche. Das Wesentliche ist, dass das Neue, das da drüben entsteht, überhaupt nicht unterscheidbar ist vom Original. Verdammt, ich verstehe das nicht. Fiktion und Realität, jetzt im Blitz Spezial. Nach so vielen Star Trek-Folgen kann man sich nur schwer vorstellen, dass die Besatzung von Voyager oder Enterprise abends ein ganz normales Privatleben führt. In L.A. werden hier Tag für Tag Menschen in Sternenflottenoffiziere, Bordingenieure oder schrullige Außerirdische verwandelt. Nur selten wird einem ein Blick hinter die Kulissen gestattet. Wir waren dort und ich kann Ihnen sagen, es ist sehr interessant. Auf den Schirm. Hollywood, Paramount Studios. Hier entstehen die Star Trek-Episoden mit aufwendigen Tricks, die von Anfang an auch deutsche Regisseure mitentwickelten. Wir haben zum Beispiel am Anfang im Pilotfilm haben wir Düsenjäger gehabt, also ich weiß nicht, wie sie sind, Raketenjäger. Und hatten also regelrechte Luftkämpfe im Weltall. Und da musste ich also nun jedem Schauspieler erklären, so, also pass mal auf, da drüben, da kommt jetzt ein Raketenjäger auf dich zu und der geht dann so weg und dann kommt ein anderer, der kommt von hinten runter und geht da runter. Und das muss natürlich alles erstmal ausklamüsert werden. Und das dauert seine Zeit. Auch hier am Set von Deep Space Nine herrscht kein Drehstress. Den größten Teil der Zeit verbringen die Schauspieler damit, auf ihren Einsatz zu warten. Die meiste Zeit stehen die Akteure gar nicht vor der Kamera. Stattdessen werden sie immer wieder geschminkt. Ab 5:30 Uhr beginnt die Arbeit in der Maske, manchmal viele Stunden vor dem eigentlichen Dreh. Die oberste Devise am Star Trek-Schminktisch: keine Gerüchte, niemand darf über private Angelegenheiten der Kollegen lästern. Und auch die verschiedenen Schminktechniken stehen außerhalb jeder Kritik. Hier konzentriert man sich nur auf seinen Job. Hello, people in Germany.
Ich bin immer auf der Suche nach Bildern von Giraffen, Fledermäusen und Käfern zum Beispiel. Besonders wichtig sind Details eines Ohres oder einer Nase. Und unter dem Mikroskop finde ich kleinste Elemente, Staubmilben zum Beispiel, und die benutze ich dann als Basis, um verschiedene Charaktere zu entwickeln. So kann es vorkommen, dass ein Alien vielleicht ein halbes Dutzend Charakterzüge in sich birgt und vielleicht sogar noch andere, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Der schöne Trill, Lieutenant Dex, braucht keine aufwendige Maske. Sie trägt ihr Außerirdisches tief im Inneren. Einen Wurm, in der Fachsprache Symbiont, der ihr auch privat viel zu bedeuten scheint. Was ich während der letzten 6 Staffeln gelernt habe, ist, zu mir selber zu stehen und weniger auf das zu hören, was andere von mir erwarten. Die Rolle der Dex zu spielen, hat mich als Mensch weitergebracht. Glücklicherweise habe ich Dex nie als Opfer darstellen müssen. Höchstens 1 oder 2 Mal, als ich ohne Wurm war. Meistens ist Dex eine beherrschte und starke Frau. Die Dreharbeiten wirken unspektakulär. Was Star Trek ausmacht, sind vor allem die Spezialeffekte, die erst in der fertigen Fassung sichtbar werden. Viele Schauspieler haben die moralische Botschaft der Star Trek-Saga verinnerlicht. Ich glaube, die wichtigste Botschaft von Star Trek ist folgende. Wir haben Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und Star Trek ist ein wunderbares Modell für eine Menschheit, die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Star Trek zeigt ein positives Beispiel dafür, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir alle zusammenhielten. Wer im Film weinen soll, dem wird mit Augentropfen geholfen. Trotzdem scheinen sich die meisten mit ihrer Rolle zu identifizieren. Zum Beispiel Nana Visitor, die Kira bei Deep Space Nine. Ihre kriminelle Vergangenheit? Wissen Sie, ich sehe Kira als Freiheitskämpferin, nicht als Kriminelle. Das ist Teil ihrer Vergangenheit. Das war nun mal das wirkliche Leben. Unter diesen Umständen tat sie, was sie für das Beste hielt. Sie hatte mit eigenen Ängsten zu kämpfen. Die Voyager fliegt in Amerika schon in der 5. Staffel. Mit dabei und für uns noch Zukunftsmusik, Seven of Nine im hautengen Kostüm. Bei den Dreharbeiten wurde sie deswegen schon mal ohnmächtig. Nein, es war nicht das, was ich erwartet hatte. Aber um das klarzustellen, es hat nichts mit diesem Kostüm zu tun. Damals trug ich das Original-Borg-Kostüm, einen Anzug aus schwerem Gummi, und ich bin nicht wirklich in Ohnmacht gefallen, sondern mir ist einige Male schwarz vor Augen geworden. Nein, davon stand nichts in der Rollenbeschreibung. Auch bei Star Trek kann man sich nie auf sein Drehbuch verlassen. Vieles wird am Skript noch während des Drehens geändert. Aber immer in Zusammenarbeit mit den Schauspielern. Und deshalb lieben es alle, bei Star Trek dabei zu sein. Von hier aus wird die komplette Voyager-Mannschaft bekocht. Aber ich könnte nie in der Küche von Neelix stehen, hätte es Gene Roddenberry nicht gegeben. Sein Traum war es, die Erde einmal vom Weltraum aus zu sehen. Und ohne diesen Wunsch hätte es Star Trek nie gegeben. Irgendwo in den unendlichen Weiten des Weltraums ist nicht nur die Enterprise unterwegs, sondern auch ein Satellit mit der Asche ihres Erfinders, Gene Roddenberry. Schon zu Lebzeiten von seinen Fans als unsterblich gefeiert, hinterließ er mit Star Trek ein Phänomen, zu dem es bis heute keinen Vergleich gibt. Gene Roddenberry wurde am 19. August 1921 in Texas geboren. Seine Jugend verlebte er in Los Angeles. Genes Kindheit war wahrscheinlich nicht durchschnittlich. Er hatte gesundheitliche Probleme und daher verbrachte er eine Menge Zeit alleine im Garten und träumte vor sich hin. Lesen war seine Leidenschaft. Der junge Roddenberry studierte ein paar Monate Jura, später entschied er sich für Maschinenbau. Mit 20 Jahren wurde er Pilot und meldete sich 1941 zur Air Force. Im Zweiten Weltkrieg flog er insgesamt 89 Einsätze im südpazifischen Raum. Während dieser Zeit begann er zu schreiben und verkaufte seine Geschichten an Flugmagazine.
Was ihn ausmachte, war sein Sinn für Freiheit. Seine Erbschaft, seine absolut positive Lebenseinstellung. Er begegnete dem Leben in einer sehr positiven Art und Weise. Das Glas war für ihn nie halb leer, sondern immer halb voll. Nach dem Krieg arbeitete Roddenberry als Pilot für die Pan Am. Später übernahm er einen Job bei der Polizei. Nebenher schrieb er regelmäßig Geschichten und Drehbücher für Shows. Mit der Entwicklung des kommerziellen Fernsehens wuchs der Bedarf an Autoren. Roddenberry nutzte die Chance und wurde ein erfolgreicher Drehbuchautor. 1964 schlug er vor, eine Serie zu drehen, die sich mit Abenteuern auf einer Weltraumreise befassen sollte. Als Vorbild diente die damals sehr bekannte Western-Serie Wagon Train. Ich arbeitete mit einem kleinen Trick, denn damals waren Western sehr beliebt. Und die Western-Fans assoziierten mit Wagon Train den Zug nach Westen. Aber nur sehr wenige Leute lasen damals Science Fiction und praktisch keiner der Studiochefs oder Direktoren der Sender. Er produzierte für den Fernsehsender NBC den Pilotfilm The Cage, der Käfig, der jedoch als zu intellektuell abgelehnt wurde. Sie meinten, sie wären von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Sie hatten keine geistigen, übersinnlichen Fähigkeiten erwartet, sondern Gestalten, die mit bloßen Händen einen Faustkampf austragen. Am 8. September 1966 ging Raumschiff Enterprise das erste Mal auf Sendung. Hier ein Ausschnitt aus der allerersten Folge, das letzte seiner Art. Warum sagen Sie mir nicht mal, ich bin eine attraktive junge Frau? Oder fragen mich, ob ich jemals verliebt war? Sagen Sie mir, wie Ihr Planet Vulkan aussieht. In einer lauen Sommernacht, wenn der Vollmond scheint. Der Vulkan hat keinen Mond, Miss Uhura. Von Anfang an war auch Jeans zweite Ehefrau Majel Barrett Roddenberry in der Rolle der Krankenschwester Christine Chapel dabei. Um die Besonderheit von Star Trek zu verstehen, muss man sich den politischen Hintergrund der 60er Jahre vor Augen führen. Das Weltraumprogramm bereitete die erste Mondlandung vor. Martin Luther King brachte Tausende auf die Beine, um sich für mehr Bürgerrechte einzusetzen. In Woodstock wurden Liebe und Rock'n'Roll propagiert. Studenten gingen auf die Straße, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Um wenigstens zeitweilig den verwirrenden Ereignissen in der Welt zu entkommen, wandte sich die Mehrheit der Fernsehzuschauer den beliebten Western oder einer unbeschwerten Situationskomödie zu. Zu den beliebtesten Serien zählten damals Bonanza, The Beverly Hillbillies und Mission Impossible. Star Trek dagegen war ein ganz besonderer Fall. Es war die einzige Serie, die eine Zukunft darstellte, in der alle Rassen und Kulturen zusammenarbeiteten. Damals, als man nicht mal Farbige auf den Bildschirm bringen konnte, war es eine Genugtuung für mich, dass ich nicht nur einen Schwarzen hatte, sondern sogar eine schwarze Frau in der Rolle eines schwarzen Offiziers. Roddenberry schrieb weiterhin Drehbücher für andere Fernsehserien, doch sein Name war jetzt untrennbar mit Star Trek verbunden. In den 70er Jahren wurden die Abenteuer um das Raumschiff Enterprise zum Kult. Wir hatten großes Glück. Explosionsschäden auf den Decks 10 und 11, leichte Beschädigungen an den Antimateriekammern, Besatzung unverletzt. Beobachten Sie weiter, Mr. Zulu. Kein Kontakt mehr, Captain. Bis zu seinem Tode 1991 blieb Roddenberry der kreative Kopf der Star Trek-Folgen. 5 Jahre später erfüllte ihm seine Witwe einen Traum. Ihn interessierte alles, was mit Fliegen zu tun hatte. Aus diesem Grund bemühte ich mich, nachdem er von uns gegangen war, um eine Weltraumbestattung. Die NASA nahm seine Urne mit an Bord, doch sie brachten sie wieder mit zur Erde zurück. Da trat eine andere Firma an mich heran und bot mir an, Gene im Weltall zu bestatten. Und da dachte ich, klar, wenn nicht Gene, wer sonst? Eine Trägerrakete transportierte die Kapsel mit der Asche Roddenberrys ins Weltall, wo er nun endgültig seine Ruhe gefunden hat. Der Name Gene Roddenberry wird auch in künftigen Star Trek-Filmen immer wieder auftauchen, denn ohne ihn hätte es die Abenteuer um die Besatzung der Enterprise nie gegeben. Ewige Staus auf Autobahnen, verspätete Züge und gestrichene Flüge machen es uns auf der Erde schier unmöglich, schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Wie hilfreich wäre da das Beamen oder wenigstens Warpgeschwindigkeit? Was hier auf der Voyager im nächsten Jahrtausend gang und gäbe ist, dafür haben unsere Forscher den Grundstein gelegt. Verdammt, ich verstehe das nicht.
Beamen, ausgerechnet hier in Innsbruck, Tirol, ist es Wirklichkeit geworden. Der Transporterraum für Experimentalphysik der Universität, das ist die Hexenküche der Wissenschaftler, die das Kunststück schafften, ein Teilchen fern zu übertragen. Ihr Trick? Sie nahmen Photonen, die einfachsten Teilchen des Lichts. Sie sind ohne eigene Masse, bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und, ganz entscheidend, sie funktionieren nach dem Gesetz der Quantenmechanik. Wir haben hier die Teleportation eines Photons, eines Lichtteilchens gezeigt. Was wir machen konnten, war, dass ein Lichtteilchen hier gemessen wurde und ein anderes ganz identische Eigenschaften von dem bekommen hat. Das kann man für ein Photon durchaus mit dem Beamen vergleichen. 100 Teilchen werden in dem Labor mittlerweile pro Stunde teleportiert. Dabei spaltet ein Kristall Licht in rote Photonen um. So werden aus einem Lichtteilchen 2 identische, die aber miteinander auf Distanz verbunden sind. 5 Jahre hatte man überlegt, wie die Formeln der Quantenphysik in der Praxis umzusetzen sind. 1,5 Jahre lang jagte man anschließend extrem starke Laserstrahlen mit extrem vielen Photonen durch einen Beta-Bariumcarbonat-Kristall. Das Wesentliche ist, dass das Neue, das da drüben entsteht, überhaupt nicht unterscheidbar ist vom Original. Wird nun der Energiezustand des einen Photons zerstört, kommt die Energie dann aber auf seinem Gegenstück wieder an. Wenn wir von der langfristigen Zielrichtung sprechen, haben wir hier neue Möglichkeiten, Information zu übertragen und Information zu verarbeiten. Das hängt zusammen dann mit so Schlagworten wie Quantencomputer, Quantenkommunikation. Das ist eine Technologie, die aber noch vollkommen in den Kinderschuhen steckt. Da weiß man noch nicht einmal, ob es wirklich gebaut werden kann. Doch Anfang des nächsten Jahrhunderts wollen die Forscher bereits Viren kilometerweit fern übertragen. Um Menschen zu beamen, müssten erst seine Atome gescannt, also im Computer vermessen und anschließend dort gespeichert werden. Dann würde man seinen Energiezustand ändern. Mit der millionenfachen Energie der Sonne würde man sich in einen Lichtstrahl verwandeln und durchs All transportiert werden. Antennen von der mehrfachen Größe der Erde müssten diese Signale auffangen und ein anderer Computer alles wieder zusammensetzen. Kann das klappen? Die Antwort heute muss sein, nein. Der Grund ist der, dass wir nicht wissen, was es bedeutet, einen Menschen in einen Quantenzustand zu bringen. Oder überhaupt ein großes Objekt in einen solchen Zustand zu bringen, da weiß nicht einmal, ob das überhaupt ein sinnvolles Konzept ist. Das heißt, die Frage ist vollkommen offen. Dennoch, die Innsbrucker Physiker haben bewiesen, dass Beamen bereits machbar ist. Bei anderen galaktischen Entwicklungen haben es die Wissenschaftler schwerer. Theoretisch immerhin ist denkbar, die unvorstellbaren Weiten des Weltalls so schnell zu durchpflügen wie die Raumschiffe der Star Trek-Generationen. Raumfähren beschleunigen nur auf 28.000 Stundenkilometer. Den Rekord hält immer noch die Saturn-V-Rakete. Mit 40.000 Kilometern Erdfluchtgeschwindigkeit stemmte sie sich Richtung Mond. Und während die Mir noch um die Erde kreist, plant man längst Antriebe für bemannte Mars-Missionen. Volle Energie. Gelingt es, Zeit und Raum zusammenzuziehen, saust das Schiff wie in einer Blase durch die Galaxis. Dahinter dehnt sich alles wieder aus, ähnlich wie beim Wellensurfen. Noch aber existieren diese unvorstellbaren Energien nicht, mit denen Raumschiffe für schnelle Reisen das All einfach verbiegen. Warp-Lichtgeschwindigkeit ist Zukunftsmusik. Unsere Teilchenbeschleuniger erreichen nicht einmal genug Antimaterie, um ein Streichholz anzuzünden. Auf dem Mond ging alles noch steinzeitmäßig zu. Das Auto fuhr mit Solarkraft und Batterie. Die Mondbesucher brauchten normalen Brennstoff, um wieder nach Hause zu starten. Dennoch, die Tür ins All ist weit aufgestoßen. Die Abenteuer der Sternenflotte gibt es nicht nur auf Bildschirm oder Leinwand, jetzt gibt es auch Star Trek zum Anfassen. Über 100 Millionen Mark hat es gekostet, für Trekkies und solche, die es werden wollen, ein echtes Raumschiff zu bauen. Bisher gibt es dieses einzigartige Vergnügen jedoch nur in Las Vegas. Sie ist die Stadt, in der die Lichter niemals ausgehen, in der Millionen verspielt und manchmal auch gewonnen werden. Jetzt ist Vegas auch Wallfahrtsort für Trekkies aus der ganzen Welt. Im Hilton Hotel beginnt die Reise in Galaxien, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Star Trek, the motion picture. In der Star Trek Erlebnisausstellung stehen nicht nur Borgs in der Vitrine, sondern wandeln auch zahme Klingonen durch die Gänge. Hier werden Trekkie-Träume wahr. Seit Jahren träumen die Fans davon, Star Trek hautnah zu erleben. Bei uns kann man zum ersten Mal sehen, anfassen und verstehen, worum es bei Star Trek wirklich geht. Auf ihrer intergalaktischen Reise betreten die Erdlinge zunächst den Turbolift, um dann direkt auf die Brücke gebeamt zu werden. Nun muss die Enterprise sicher durch Raum und Zeit gesteuert werden, während Commander Riker auf dem Schirm die Befehle erteilt. Dann gibt es den Startschuss für eine geheime Spezialmission. Im Space Shuttle beginnt eine Reise durch den Weltraum, die selbst erfahrenes Voyager-Personal beeindruckt. Es war großartig. Ich fand den Trip unglaublich. Alles, was man sah, war unheimlich interessant. Einfach toll. Ich habe die Reise mit meinem Sohn zusammen 7-mal gemacht. Das Star Trek-Erlebnis von Las Vegas soll nicht einzigartig bleiben. Wir fliegen mit der Original Enterprise nach Los Angeles, wo die Pläne für die Star Trek World Tour entwickelt wurden. Im Dezember soll ein fast echtes Raumschiff in Düsseldorf Station machen. Herman Zimmermann ist der Chefdesigner des Star Trek Imperiums. Er und seine Mitarbeiter haben auch das Schiff für Düsseldorf gezeichnet. Es ist die Enterprise D. Sie wurde im 7. Spielfilm Generationen zerstört. Und leider konnte man sie nicht mehr zusammensetzen. Aber wir bauen ein neues Raumschiff, das genauso aussieht. Dies ist der Grundriss der Enterprise, die 4 Wochen lang auf dem Düsseldorfer Messegelände im Dock liegen wird. Besucher werden als Kadetten in die Sternenflotte aufgenommen, aufs Schiff gebeamt und dort eine Stunde lang zu Offizieren ausgebildet. Für den Rücktransport zur Erde haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Aber das darf ich Ihnen noch nicht verraten. Auch in Deutschland wird es wie hier in Vegas ein Museum geben, in dem man Wiedersehen feiern kann. Etwa mit den kriegerischen Klingonenschwestern. Diese menschlichen Frauen sind so widerwärtig. Oder dem Original-Phaser-Modell von Captain James T. Kirk. Und nach dem Trip durch die Galaxien wird auch in Düsseldorf Quarks Bar zum außerirdischen kulinarischen Genuss einladen. Vielleicht zu einem Warp-4-Cocktail? Eine ähnliche interstellare Hexenküche wird im Dezember auf der Düsseldorfer Messe mitten andocken. Faszinierend. Ich liebe dich. Faszinierend, Mr. Spock. Tiefe Gefühle im kalten All. Küssen, Kuscheln und Romanzen. Keine Einzelfälle auf der USS Enterprise. Doch wie steht's um das Liebesleben der echten Astronauten? Hemmungslos, schwerelos? Entweder wird der Mann fixiert durch eine Bauchbinde an einem Stab oder die Frau. Und dann haben sie praktisch, einmal kann sich der Mann bewegen, einmal kann sich die Frau bewegen. Dann haben sie dieselbe Situation wie mit dieser berühmten Missionarsstellung. Sex im Weltall. Jetzt in Blitz Spezial. Sex war bei Star Trek bisher nie ein Thema. Zwar gab es so manche Liebelei, aber die endete für den Zuschauer immer vor verschlossenen Türen. Wie auch immer, mit Schwerelosigkeit hat die Crew jedenfalls nicht zu kämpfen. Ganz anders sieht es da in der Realität aus. Sex im Space. Man versucht diesem Gebiet, diesem Thema, so lange als irgend möglich noch aus dem Wege zu gehen, weil eben die Masse, wenn sie hört, jetzt sind da Sexprobleme im Weltraum, wozu sollen wir das Geld geben? Warum haben die Sex im Weltraum? Den sollen sie unten haben. Liebe. Wir haben bis jetzt darauf verzichtet. Wir haben auf alles verzichtet. Problem Nummer 1, die Rangordnung. Ich habe meine Gefühle unter Kontrolle. Ich bin Offizier. Wenn man Captain ist, hat man den Vorteil, dass man einige Dinge für sich behalten darf. Nun, wenn sie ihr Schiff mal für eine Weile vergessen könnte und ein wenig offener wäre, und wenn sie mir gegenüber ein bisschen zugänglicher wäre, könnte ich es mir mit ihr vorstellen. Problem Nummer 2, die richtige Auswahl. Du weißt doch genau, Chakotay,
Viele potenzielle Partner gibt es hier nicht. Aber wenn du nicht interessiert bist, ich habe schon ein Auge auf den jungen Fähnrich Kim geworfen. Ich habe einmal eine deutsche Patientin gehabt und sie hat sich für mich sehr interessiert, aber ich bin auch nicht programmiert, romantische Verhältnisse zu entwickeln. Keine Sorge, ich werde sie nicht küssen. Ich kontrolliere nur die Einstellung der Röhre. Ich werde versuchen, meine Enttäuschung zu verbergen. Wollen Sie kopulieren? Mein Programm ist anpassungsfähig. Wie dem auch sei, ich will meine menschliche Seite entwickeln. Ziehen Sie sich aus. No! Oh, eure Gestalt, euer Wesen. Nie wollte ich angesteckt von euch genesen. Ich habe eine neue Liebe, Jean-Luc. Und es kann nicht ständig so weitergehen, dass du meine Liebhaber tötest. Das muss mal aufhören. Er tötet? Er ist sehr eifersüchtig. Hören Sie, Doc. Ich will Oksana zurückbekommen. Und wenn ich dafür Ihr ganzes Schiff zerstören muss, so soll es geschehen. Die Hauptprobleme werden vorerst mal die psychologischen sein, bei gemischten Kurs. Da bahnt sich vielleicht persönliche Beziehungen bahnen sich an, da kommt Eifersucht ins Spiel. Überlegen Sie mal, wie viel Kriminalität aus Sexualität entsteht. Illoyal bis in die Knochen. Verdorben, ohne die geringste Moral. Und Sie haben die große Frechheit, mit einem unschuldigen Mädchen zu schlafen. Sie geleckter Affe in Uniform. Jetzt reicht es mir. Wundervoll. Für seine Struktur in deinen Händen. Es funktioniert. Ich fühle sie. Dex. Es war gut. Brutal, aber gut. Eins ist für mich sehr wichtig. Es ist egal, wen du vor dir hast. Höre einfach auf dein Herz, wenn du liebst, unabhängig von Hautfarbe und Geschlecht. Problem Nummer 3. Wo und wie darf man? Es bleiben alle Möglichkeiten offen. Aber so wie wir in jeder Wohnung eine Nasszelle haben, müssten wir jetzt auf der Raumstation bei Langzeitmissions, bei Langzeitaufenthalten, müssten wir jetzt eine Sechszelle haben. Aber das, was uns von der wissenschaftlichen Seite interessiert, ist natürlich die Zeugung. Die wird gar keine Schwierigkeiten bringen. Data, du bist doch voll funktionsfähig, nicht? Natürlich, aber... Wie funktionsfähig? Umfassend natürlich. Mein Programm enthält multiple Techniken. Ein breites Spektrum an Befriedigungsvariationen. Wow. Nun, ich denke, es funktioniert nicht anders als auf der Erde. Aber wenn die uns die Schwerkraft abdrehen, fliegen wir durch die Gegend. Technisch furchtbar einfach. Entweder wird der Mann fixiert durch eine Bauchbinde an einem Stab oder die Frau. Und dann haben sie praktisch, einmal kann sich der Mann bewegen, einmal kann sich die Frau bewegen. Dann haben sie dieselbe Situation wie mit dieser berühmten Missionarsstellung. Und manches ist völlig problemlos. Eine Geburt in einem Raumschiff ist sehr, sehr einfach. Ich habe die Koordinaten des Babys eingegeben. Wir können beginnen. Ich initiiere die Durchtrennung der Nabelschnur. Energie. Die Hormone werden also auch im nächsten Jahrtausend für reichlich Verwirrung sorgen. Haben Sie den Verstand verloren? Sie sollten mir doch Bericht erstatten. Ich hatte keinen Bock, Jim. Ja? Blitz gibt's wieder morgen, wie gewohnt, um 18 Uhr. Ich mache mich auf den Weg nach Berlin, und zwar auf dem schnellstmöglichen Weg. Energie. Ich höre Nummer 1. Sex war bei Star Trek nie ein Thema. Zwar gab es so manche Liebelei, aber die endete für den Zuschauer immer hinter verschlossenen Türen. Once again. Wie einfach wäre das Beamen? Geht es Ihnen gut? Oder die Finger zärtlich durch mein Haar streichen. Ihr müsst langsam erstmal los, wir können dann immer noch. Das bleibt ja alles stehen, oder? Sir, die Besatzung der Enterprise ist total überfordert. Können Sie nicht jemand anders hinschicken? Fragen wir doch mal jemanden, der mit dem Fahrrad vorbeikommt. Forget it. Er war ein guter Offizier, der es noch weit hätte bringen können. Sie könnten rund 20 Stunden ohne Sorry, that's mine.
Was reden Sie denn da, Mann? Ohne Unterbrechung Star Trek sehen. So viele Folgen wurden bisher produziert. Und eine Menge Zuschauer haben alles gesehen, können sogar Folgen auswendig zitieren. Sorry. Und ohne diese Idee hätte es Star Trek nie gegeben. Ohne diesen Wunsch, muss ich sagen. Das ist überhaupt wie sein Traum, sein Wunsch war es und sein Traum war es. Und ohne diesen Wunsch hätte es Star Trek nie gegeben. So machen wir das. Das waren seine letzten Worte. Watch that one. Faszinierend.